erstmal Servus, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nobbys Kochstunde. Und wir machen ein Risotto mit Bärlauch, jawohl. Weil wir befinden uns jetzt in der Bärlauchzeit und deswegen bietet sich das an. Ja, und für das Gemüserisotto, da schnippeln wir erstmal richtig viel Gemüse. Und zwar eine süße Kartoffel, etwas Kohlrabi, Zwiebeln natürlich, Möhren, eine Zucchini und Lauchzwiebeln. Die roten Zwiebeln, die schneiden wir in kleine Würfel und die Lauchzwiebeln in Streifen. Das übrige Gemüse, das schneiden wir in etwas größere Würfel. Okay, das Gemüse ist jetzt fertig geschnippelt. Jetzt gehen wir an den Herd und geben Butterschmalz in die Pfanne. Zuallererst braten wir die Zwiebeln an. Bevor wir jetzt die weiteren Gemüsearten hinzugeben, können wir schon mal salzen, damit das Ganze schon mal Salz aufnehmen kann. Und wie schon gesagt, wir geben jetzt die weiteren Gemüsearten hinzu, die Kohlrabi, die süße Kartoffel und die Möhren. Die Zucchini bleibt noch draußen, weil die wird schon smatsch. Weiter, bevor wir jetzt den Risotto-Reis hinzugeben, salzen wir nochmal und geben, wie schon gesagt, dann den Reis hinzu. Den braten wir kräftig an, damit sich Röstaromen bilden können. Kurz danach löschen wir das Ganze dann mit leckerem Weißwein ab und in der Zeit, wo der Weißwein dann verkocht, schneiden wir den Bärlauch in Streifen und hacken ihn noch ein bisschen kleiner. So, den Bärlauch haben wir hinzugegeben und somit können wir jetzt auch die Zucchini-Würfel mit hinzugeben und anfangen mit Brühe abzulöschen das Ganze, bis keine Brühe mehr vorhanden ist. Damit auch das Ganze ein bisschen mehr Pep hat, geben wir auch noch Chiliflocken hinzu und immer wieder schrittweise auch die Brühe. So, wenn fast keine Brühe mehr vorhanden ist, geben wir auch noch Sahne hinzu, weil wir wollen es ja cremig haben. Und zur Sahne geben wir noch Ziegenkäse und Parmesan hinzu.
Beziehungsweise wir reiben den Parmesan und den Ziegenkäse rein. Natürlich könnt ihr noch andere Käsesorten verwenden, wie zum Beispiel ein Pecorino. Denn die Käsesorte kommt durch seinen pikanten Geschmack auch richtig gut zur Geltung. Weiter passt natürlich so ein Gemüserisotto auch Knoblauch. Da würde ich jetzt aus 2 Knoblauchzehen eine Paste herstellen und die jetzt zum Schluss unterheben, damit der Geschmack des Knoblauchs extrem zur Entfaltung kommt. Aber wie ihr seht, man kann mit den Zutaten spielen, wie man möchte und das Ganze ergänzen, sodass jeder seinen Geschmack trifft. Hier zum Beispiel mache ich jetzt auch noch kurz Hähnchengeschnetzeltes dazu, wie ich schon oft gezeigt habe. Das gebe ich nachher einfach mit ein bisschen auf den Teller drauf, damit es noch was Besonderes hat, das Ganze. Okay, wenden wir uns jetzt nochmal dem Risotto zu. Das schmecken wir jetzt nochmal ab mit Salz und Pfeffer. Und dann können wir schon auftischen. Aber wie ihr es immer von mir gewohnt seid, es gibt natürlich eine Mordsportion auf den Teller drauf. Ich doch selbstredend. Und wer es natürlich extrem geschmacklich haben möchte, kann natürlich noch ein bisschen Parmesan drüber reiben. Und wie schon angekündigt, mache ich jetzt obendrauf noch mein Hähnchengeschnetzeltes drauf. Boah, was für ein Essen, oder? Also, macht's mal nach, kocht es nach. Es ist super lecker, das Ganze. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Bleibt gesund und bleibt am Ball.